Hallo Freunde der Füße, jetzt geht's weiter mit der Behandlung vom Unguis convolutus und zwar dem Rollnagel. Ihr habt im letzten Video schon gesehen, wie wir begonnen haben, den Rollnagel zu behandeln und dass auch ein Hühnerauge drinnen war. Nach dem allerersten Termin hatte der Patient schon keine Schmerzen mehr. Das heißt, die Spange hat schon dermaßen Entlastung gebracht, dass der Patient am nächsten Tag trotz dem Hühnerauge, das so rot war, schon schmerzfrei war. Jetzt haben wir den dritten Termin. Natürlich müssen wir beim dritten Termin wie bei allen anderen Terminen den Nagelfalz wieder sondieren und säubern und die ganze Haut rausholen. Und natürlich den Nagel dann kürzen, gucken, wie weit die Spangen rausgewachsen sind. Wie ihr seht, hat der Nagel 2 Spangen, eine am distalen Ende und eine am proximalen Ende. Und die am distalen Ende wird dann beim nächsten Termin entfernt und hinter der zweiten Spange wird eine neue gesetzt. So wird das ganze System dann rolliert. Natürlich muss man auch gucken, dass man die Ecken schön sauber macht und da auch die ganze Verhornung rausholt. Bei diesen Patienten sind beide Großzehennägel betroffen. Ja, aber warum ist das so? Beim Rollnagel wird vermutet, dass es eine genetische Komponente gibt. Das heißt, wenn die Eltern Rollnägel haben oder ein Elternteil, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder im Laufe ihres Lebens ebenfalls Rollnägel entwickeln. Dies tritt vermehrt ab dem 40. und 50. Lebensjahr auf. Frauen sind dabei öfter davon betroffen als Männer. Das kann jetzt am Schuhwerk liegen oder auch an den Socken oder Strümpfen, wenn diese zu eng sind. Denn ist der Schuh zu eng, wird der Großzehennagel von beiden Seiten gedrückt und somit entsteht diese Rollform. Eine weitere Theorie der Entstehung ist, dass sich die Endphalanx im Laufe des Lebens verbreitert und somit das proximale Ende des Nagels einfach breiter wird. Und das distale Ende dann zusammengerollt wird, weil das distale Ende des Knochens von Knochenschwund betroffen ist. Auch Entzündungen können dies auslösen. Der Rollnagel kann sich so weit zusammenrollen, dass es sogar das Nagelbett abklemmen kann. Das heißt, die Nagelkanten können dann wirklich fast zusammenstehen und wenn der Nagel dann noch weiter wachsen würde, würde er wirklich komplett spitz werden wie so eine Tüte, die man zusammenrollt. Um das natürlich zu verhindern, setzen wir ja die Spange. Wenn ich die Behandlung beende und keine Nagelspange ersetzt werden muss, streiche ich das alles zur Sicherheit mit dem Spangenkleber nochmal ein, damit das Ganze auch besser hält. Und ihr seht im Anschluss gleich die Bilder. Die Bilder habe ich gemacht, bevor ich die Behandlung begonnen habe, damit dass man den Verlauf zwischen den Terminen sieht. Hier bei den Bildern seht ihr schön, wie dick der Nagel an der Basis ist, also proximal, und wie dünn das er vorne distal ist. Die Bilder habe ich eingefügt, damit dass ihr später dann den Vergleich habt, wie sich der Nagel dann weiterentwickelt. Beim dritten Termin ist der Nagel bereits um 1 mm auseinandergegangen. Das finde ich sehr gut, denn der Patient hat ja auch schon seit dem ersten Termin keine Schmerzen mehr. Hier habt ihr gerade gesehen, wie hartnäckig man doch so eine Spange wieder abkriegt. Wer jetzt sagt, ach, die macht man doch nicht mit der Zange ab, die fräst man doch runter. Wenn man eine Klebespange abmacht, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass der komplette Nagel runtergeht. Man muss natürlich achten darauf, falls der Nagel geschädigt ist, dass die Spange eben abgefräst wird und nicht abgerissen wird, so wie ich das gemacht habe. In meinem Fall ist die Nagelplatte stark genug, dass sie dieses Abreißen aushält. Das habe ich natürlich vorher geprüft. Wie prüft man das? Man guckt, wie dick die Nagelplatte ist. Wenn man eine ganz dünne Nagelplatte hat, sollte man am besten nichts runterreißen. Aber ihr habt ja in den Fotos gesehen, dass die Nagelplatte schon dick ist. Zurück zu den Ursachen von unserem Unguis convolutus. Wie gesagt, Frauen sind oft mehr betroffen als Männer. Dennoch kann es eine genetische Komponente geben. Hier, dieser Patient ist männlich und die Mutter von ihm ist ebenfalls eine Patientin von mir und hat nicht so stark ausgeprägte Rollnägel, hat aber dennoch welche. Das heißt, hier trifft
zu, dass der Patient genetisch vorbelastet ist. Es gibt auch Medikamente, die diesen Rollnagel auslösen können, die sogenannten Beta-Blocker. Die Rollnägel gibt es ja nicht nur einseitig eingerollt, auch beidseitig eingerollt. Die gibt es in verschiedensten Stärkegraden der Einrollung und manchmal ist es sogar so, dass der Nagel so sehr eingerollt ist, als ob eine Nagelecke einfach umgeklappt ist und sich unter die Nagelplatte dann gelegt hat. Es können sowohl Fingernägel als auch Fußnägel vom Rollnagel betroffen sein. Bei den Fingernägeln verfährt man eigentlich in der Therapie nicht anders als wir bei den Fußnägeln. Bei den Fingernägeln ist darauf zu achten, dass man eine Spange wählt, die nicht so schnell abgeht wieder, weil mit den Fingern ist man ja überall dran. Ich würde für die Fingernägel eine Klebespange bevorzugen, denn die hält flächig und der Patient kann nirgendwo hängen bleiben. Und falls er hängen bleibt, merkt er das sofort, wenn die Spange weg ist. Würde man jetzt an den Fingernägeln eine dreiteilige Metallspange setzen, hat man erstens schon mal das Problem, dass die Nagelplatte des Fingers dünner ist als wie die des Zehennagels. In der Regel ist es so. Wenn die Nagelplatte zu dünn ist, steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Nagel einreißt. Das würde natürlich mit einer Klebespange verhindert werden. Auch ist bei einem Fingernagel, wenn dieser betroffen ist, eine Versetzung, falls man jetzt wirklich Metallspangen wählt, was ich nicht empfehle, muss die Versetzung öfter sein, denn die Fingernägel wachsen ja schneller als die Fußnägel, ungefähr doppelt so schnell. Also wenn ich in der Regel am Fußnagel eine Versetzung machen würde alle 4 Wochen, müsste ich das am Fingernagel alle 2 Wochen machen. Deswegen bevorzuge ich die Klebespange, denn die muss man nicht wechseln, die kann man dann oben lassen, bis sie rauswachsen. Der Hersteller der Klebespangen sagt zwar, nach 6 bis 8 Wochen ist die Klebespange zu entfernen, aber ich lasse die wirklich immer oben, bis die rauswächst. Einfach, damit das der Nagel bis vorne hin gehalten wird. Bei den Fingernägeln hat man halt die größte Komplikation, dass die Nagelspangen durch die viele Arbeit, die man mit den Händen macht, einfach früher abgehen. Ist jetzt soweit nicht schlimm, dann muss man eben eine neue draufsetzen. Und die Wirkung ist genauso wie bei den Zehennägeln, dass die Nagelplatte auseinandergedehnt wird. Bei den Fingernägeln würde ich empfehlen, dass man mindestens 3 bis 4 Spangen im Verlauf setzt, denn wie gesagt, die Fingernägel wachsen schneller, die Nagelplatte ist dünner und sie neigt auch später dann mehr, dass sie sich zurückverformt, wenn man mit der Spangentherapie dann aufhört. Hier seht ihr wieder die Prozedur, wie man die Nagelspange klebt. Einmal aufrauen, einmal den Aktivator drauf, das Ganze schön trocken machen und hinterher die Spange einfach draufkleben. Und ja, meine Spangen sind nicht immer im 90-Grad-Winkel und sehen auch nicht so super toll perfekt aus wie manch andere. Liegt einfach daran, ich krieg's auch nicht immer gerade hin. Für mich zählt, wenn die Spange ordentlich sitzt, sie ordentlich flächig klebt und somit erfüllt sie ihren Job. Natürlich, wenn man jetzt eine Spange massiv schief klebt, dann erfüllt sie ihren Job auch nicht, aber das bisschen Abweichung, das meine Spangen haben, das ist noch zu verschmerzen. Wenn Klebespangen nicht kleben wollen, kann das verschiedenste Ursachen haben. Entweder man hat einen Patienten, der Schweißfüße hat, da kleben die Klebespangen sehr schlecht, weil die Nagelplatte permanent feucht ist und man das einfach nicht wegkriegt und der Kleber dadurch nicht ordentlich hält. Wenn der Patient das wildes Fleisch hat oder Eiter hat oder Blut über den Nagel drüber gelaufen ist, selbst dann hält die Nagelspange nicht wirklich, weil der Kleber am Eiweiß nicht hält. Was kann man jetzt machen, damit die Klebespange besser hält? Entweder tiefer anrauen, das Ganze ordentlich entfetten, mehrmals entfetten, ordentlich trocknen lassen und dann nochmal versuchen, ob die Spange dann besser klebt. Man muss es natürlich vom Patient zu Patient unterscheiden oder rausfinden, je nachdem. Oft ist es ein Learning by Doing und man muss gucken, bei welchem Patient es besser hält und bei welchem Patienten es nicht so gut hält. Das bringt dann die Erfahrung mit sich.
Jetzt streiche ich über beide Spangen wieder Kleber drüber, damit das Ganze auch wieder gut klebt. Und denkt daran, Kleber gut trocknen lassen. So, jetzt haben wir die letzten Bilder und ihr seht, dass meine Spangen, ja, wie gesagt, nicht hundertprozentig gerade sind. Und ihr seht auch so kleine weiße Eckchen. Diese weißen Ränder können passieren, wenn der Kleber nicht allzu gut hält und sie etwas abgehen. Das ist aber weiter nicht schlimm. Man fräst diese abstehenden Kanten einfach weg und pinselt nochmal mit dem Kleber drüber und dann hält das Ganze wieder. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es weiterläuft mit diesem Patienten. Dazu müsst ihr einfach nur einen Daumen hoch geben, auf die Glocke klicken, damit dass ihr kein neues Video mehr verpasst und natürlich meinen Kanal abonnieren. Würde mich freuen, wenn ihr das alles macht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss!